Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von Shooters Paradise hier im Büro von Waffenwessels. Heute haben wir eine Herzensangelegenheit, nämlich die erste Waffe, die ich sozusagen selber gemacht habe, one of a kind. Die CZ-TS WW stelle ich euch jetzt vor. Wird bestimmt ein cooles Video, viel Spaß dabei. So ihr Lieben, hier ist das gute Stück, CZ-TS WW Edition. Bevor ich was zu der Waffe sage, sage ich euch erstmal, wie ich auf die Idee gekommen bin. CZ ist mir etwas zuvor gekommen. Es gibt ja jetzt eine TS Orange in 40, also eine echte Alternative, um in 40 für IPSC Standard eine Wettkampf-Ready-Waffe zu haben. Das gab es ja bis vor kurzem noch nicht, weil die grüne und die bronzefarbene ja nicht in 40 ausgeliefert werden. Also habe ich eine Silver Entry Edition genommen und habe die einfach mal nach meinen Maßstäben wettkampftauglich gemacht. Was haben wir gemacht? Erstmal hat sie das bekommen, was immer noch keine der TS-Modelle hat. Sie hat eine voll verstellbare Visierung bekommen. Und ihr seht, die Visierung ist nicht nur voll verstellbar, sie ist auch sehr, sehr flach. Das bedeutet, ihr seht, die Waffe hat eine echt flache Visierlinie. Das ist ein Feature, was sozusagen momentan ein Alleinstellungsmerkmal ist. Keine der originalen TS-Waffen hat das. Dann habe ich ihr eine beidseitig breite Sicherung spendiert. Waffe ist leer, ne? Ich will weder euch, meinen Kameramann, noch mich erschießen. Waffe ist leer. Dann habe ich ihr einen Metallzüngel natürlich spendiert, aus Metall natürlich. Das ist jetzt gerade, weil ich gerade im Moment so am besten finde, kann man natürlich reinmachen, was man möchte, gar kein Problem. Dann, die Waffe hat ja nur den alten Magazinauslöser, das heißt diesen festen Pin, den man nicht verstellen kann, den habe ich natürlich auch ausgetauscht gegen einen verstellbaren, einen modernen Magazinauslöser, natürlich auch passend in der Farbe. Dazu hat die Waffe jetzt die wunderschönen Monarch Griffschalen von M-Arms bekommen. Wir sind ja mittlerweile auch Deutschland-Distributor von der Firma M-Arms, die aus meiner Sicht wirklich die geilsten Griffschalen und Magwells und Basepads machen, die es im Moment auf dem Markt gibt. Und dazu diesen super geilen zweiteiligen Magwell, der echt riesengroß ist, womit die Waffe nochmal deutlich besser in der Hand liegt. Also, guck mal, ich fahre mal ein bisschen zur Seite und zeige euch das. Die quetscht sozusagen meine Hand in die Waffe rein, dieser Magwell. Also das, guck mal, von der anderen Seite, vielleicht sieht man es dann noch besser. Also ich spüre richtig Druck oben am Beavertail, an den Sicherungen und von unten mit dem Magwell. Das ist also nicht nur zum Nachladen geil, sondern auch das Verhalten beim Schießen ändert sich. Dann sind alle Feder von meinem Freund Erik Roffel drin. Hammerfeder, Zierfeder, Triggerfeder, Hammerfeder, Hammerfeder habe ich schon gesagt, Schlagbolzenfeder. Der komplette Federsatz ist drin, damit die Waffe auch wirklich gut läuft und einen sehr schönen Abzug hat. Nicht, dass das jetzt ein Problem ist bei den TS-Modellen, aber nichtsdestotrotz. So, und dann habe ich die Waffe so gesehen, dann war das schon ein richtig gutes Sportgerät. Aber ich stehe natürlich auch drauf, dass so eine Waffe richtig geil aussieht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machen wir echt was Perverses, wovon die Standard-CZ-Modelle nun mal Lichtjahre entfernt sind. Und zwar hat die Waffe eine komplette Titannitrierung bekommen. Titannitrierung ist ein elektrisches Verfahren, gibt es in 3 Farben, schwarz, Anthrazit und Silber. Ich habe mich jetzt mal für Silber entschieden, an Anlehnung an das Modell auch.
Und diese Beschichtung hat zwei Vorteile. Also erstmal ist es eine affengeile Farbe, finde ich, die unheimlich viel Tiefe hat. Ihr kriegt gleich noch richtig schöne Detailaufnahmen, wo ihr das sehen könnt. Und das nächste ist, diese Beschichtung ist pervers hart. Sie ist brutal hart. Ihr werdet keine Kratzer von einem Vollholster sehen. Selbst bei einem Schlüssel werdet ihr keine Kratzer sehen. Wenn ihr mal zusammenstoßt irgendwie mit jemandem, wenn ihr die Waffe auf den Tisch legt, was weiß ich. Diese Beschichtung ist sehr, 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 sehr hart und wird deshalb ewig so aussehen. In Kombination mit dem Silber haben wir der Waffe einen goldenen Lauf spendiert. Ist der Originallauf, aber auch nitriert. In dieser Farbe Gold, damit es richtig cool aussieht. Ja, und damit es natürlich auch alles zusammenpasst, gibt es von der Firma M-Arms noch ein richtig cooles Basepad dazu. Was dann auch im Ganzen, wie gesagt, Bilder gibt es gleich noch ohne Ende, was dann auch im Ganzen richtig schick aussieht. Also Einzelstück momentan, one of a kind. Ich kann so ein Ding jederzeit wieder bauen. Ich werde es jetzt nächste Woche in den Shop packen. Waffe soll so, muss noch mal mit dem Spitzenbleischiff rechnen, aber so 2,7 ungefähr kosten. Wie gesagt, sie hat etliches an Ausstattung, was CZ nicht bietet. Und wir werden jetzt mal am Schießstand fahren und werden mal gucken, was man aus so einem getunten Einsteigermodell alles machen kann. Also bis gleich. Okay, erster Test mit der TSWW. 5 Scheiben so schnell wie möglich. Im Bewegen einen Magazinwechsel und dann wieder 5 Scheiben so schnell wie möglich und versuchen möglichst viele Alphas zu treffen. So, okay. Zweiter Test mit der TSWW. 20 Meter, Vollscheibe, ziehen, 5 Schuss so schnell wie es geht, so präzise wie es geht und das Ganze 3-mal wiederholen. Also 15 Schuss mit 3-mal ziehen, je 5 auf eine 20 Meter Vollscheibe und versuchen die Gruppe so schnell, so eng wie möglich zu bekommen. Okay, los geht's. Okay, schauen wir uns das Ergebnis an. So sieht das aus, wenn man auf 10 Meter mal guckt, ob die Visierung so ungefähr passt und die dann auch passt. Und man mit einer 40er dann auf 20 Meter geht und dann feststellt, dass die Kanone doch so ein Stück zu tief schießt. Also so ein Stück und auch so ein Stück zur Seite. Aber ihr wisst, wir wollen alles reell und real machen. Und deshalb zeige ich euch jetzt auch das Bild und schieße das nicht nochmal nach, weil das, was interessiert, ist die Gruppe, nicht wo es auf der Scheibe ist, das ist nur das Visier einstellen. Und wir sehen, dass die Kerngruppe hier bei der Geschwindigkeit, mit der ich geschossen habe, das beläuft sich so ungefähr auf 5 Sekunden für 5 Schuss mit Ziehen aus 20 Meter. Seht ihr, dass das eine sehr, sehr enge Kerngruppe ist mit 2 Ausreißern nach oben. Wenn man die jetzt verlegt, passt die wunderbar ins Alpha und das ist das, was wir wissen wollen. Also man kann mit der Waffe super unter Speed im Alpha bleiben. Auch auf 20 Meter, gar kein Problem.
So, wir sind wieder zurück. Ihr habt gesehen, dass man also auch mit so einem Einsteigermodell richtig zackig und gut schießen kann. Präzision, alles passt. Ich habe gerade noch eins vergessen zu sagen, weil man sich vielleicht wundert. Also so eine Beschichtung, die kostet so ungefähr 800 €, wenn man die für eine ganze Waffe haben will. Weil es steckt halt auch eine Menge Arbeit da drin. Ihr müsst die Waffe komplett zerlegen. Alles. Ganz. Komplett. Die Waffe strahlen und dann beschichten. Und wenn ich komplett meine, dann meine ich den Schlittenfanghebel, die Sicherung, den Abzug, alles was ihr seht. Und jetzt wird es kompliziert. Hier, das Housing vom Disconnector und vom Ausstoßer. Die ganzen Pins, dieser Pin, die Pins, das ist echt ein Haufen. Ich gucke mal, ob ich noch ein Bild davon habe. Vielleicht können wir euch das einmal dann dazu packen. Es ist wirklich ein Arsch voll Arbeit und es müssen zig, ich habe es nicht gezählt, 30, 40, 50 Teile beschichtet werden. Also das ist eine Nummer, wenn es nachher so cool aussehen soll. Wenn man die jetzt natürlich in schwarz macht und die Pins sind schwarz, lässt man die einfach schwarz. Aber das nur noch mal eben nebenbei. Wie gesagt, das Schießen der Waffe ist super. Dieser Magwell ist top. Das Abzugsgewicht passt jetzt. Ein schöner gerader Metallabzug. Die Visierung ist super. Man kann sie einstellen. Jeder, der sich für die Waffe interessiert, ist herzlich willkommen, sich die mal anzugucken. Jeder, der eine andere Waffe hat, die vielleicht so umgebaut werden soll, ist herzlich willkommen. Der nur eine Beschichtung haben will, ist willkommen. Der aber vielleicht auch nur einen anderen Trigger haben will, kann das alles hier bekommen. Das ist jetzt sozusagen mein Muster. Ich werde die Waffe jetzt bald in den Shop stellen. Bei Bedarf kann man die dann kaufen und viel Spaß damit haben und Erfolge feiern. Ist halt meine Interpretation, wie ich meine, wie so eine Standardwaffe aussehen soll. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen und noch mehr freue ich mich natürlich über ein Abo. Nächste Folge kommt der große TS-Test. Jeder gegen jeden, alle gegen alle. Seid gespannt, wird bis jetzt wahrscheinlich unser größtes Video. Wir haben uns da richtig was Cooles überlegt. Wir sehen uns nächstes Mal. Macht's gut. Tschö.